It feels like more or less all of the people here form the German basketball community. So, und das schweißt, glaube ich, die gesamte Basketballszene noch mal so ein bisschen zusammen, und das ist wirklich was Tolles, was wir jetzt von hier mitnehmen können. Ich glaube, das macht es gerade aus, dass die BBL gerade so ein bisschen zusammenkommt näher. And to put ourselves in this position to compete against this type of team at the end, that's all you really wish for as a coach. Rein theoretisch ist mir egal, ob das von Platz 9, 16, 125 ist. Wenn ich auf das Feld gehe, will ich gewinnen. Play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like the give and go. That's basketball. Hey, yo, let's go. Das Hotelleben hat auch seinen eigenen Flair. Ne? Wir wissen ja, wir laufen durch die Lobby oder unten mal zum Restaurant, quatschen mal mit dem von dem Team und mit dem aus dem Team. Also ich finde es richtig cool, wie man mit den ganzen Menschen auf einmal interagiert. Also das ist ja so wie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft für die, die schon mal mitgespielt haben. Nur, dass du halt fast alle kennst. Ne, alles, was irgendwie Basketball spielt, Rang und Namen hat in Deutschland, ist in diesem Hotel. Und also für mich, ich finde es super. It feels like more or less all of the people here form the German basketball community. It's nice to be a part of that as one of the 10 teams. It's been nice to get to know so many new people here with the different teams, players, staff members. I've connected with a lot of coaches here, which I think this was my first year in Germany, will help me a lot in the next few years. It's been really unique. It's been really actually refreshing and cool with, you know, everything going on the outside world. Inside this hotel is nothing but positive vibes. Eigentlich ist es ein Luxus hier, um ehrlich zu sein. Du kriegst Essen, du chillst mit deinen besten Freunden, du spielst Basketball, musst dich um nichts kümmern. Was willst du eigentlich mehr haben als Sportler? Das ist das, was du willst. Heiße Solo-Runden finden statt, also wirklich sehr viele Mannschaften spielen. Bei uns ist es auch so nach jedem Essen oder nach dem Frühstück auch, ey, wann geht's los mit Solo? Ist auch ein bisschen Einsatz ist natürlich dabei, das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter. 17 € gerade. Von Marvin, ne? Gibt's heute Abend noch eine Radler? Ja, schön wär's, wir noch im Minus. Da geht's wirklich heiß her und da werden teilweise auch echt ein paar Stündchen verbracht. Und ich glaube, das macht es gerade aus, dass die BBL gerade so ein bisschen zusammenkommt näher. Alle Funktionäre, Beteiligte, Trainer, Teams, Spieler, Schiedsrichter, dass gerade irgendwie eine ganz coole Sache ist. So, und das schweißt, glaube ich, die gesamte Basketballszene noch mal so ein bisschen zusammen, und das ist wirklich was Tolles, was wir jetzt von hier mitnehmen können. Ja, ist immer ganz lustig, wir spielen immer vor dem Spiel so ein Shootout. Und Coach, ich glaube Coach war es, hat einen Wrestling-Gürtel mitgebracht. Auf den, der funkelt schön, da ist jeder ganz scharf drauf. Und den will natürlich jeder haben. Ich glaube, Seba hat ihn als erstes gewonnen, dann überraschenderweise Vladan, dann war ich dran. Und wollte natürlich das Ding dann auch verteidigen, und ja, da hat Seba mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Eigentlich wollte Dejan, habe ich mit Dejan eine Choreografie ausgemacht, falls er gewinnt, die wir dann umsetzen. Dadurch, dass Seba gewonnen hat, habe ich es halt mit Seba gemacht, und somit hat er dann mich quasi im Wrestling besiegen dürfen. Who's got this?
Wenn Crailsheim hier die 4. Niederlage im 4. Spiel beziehen sollte, dann ist das Viertelfinale nicht mehr möglich. Alle US-Importe fallen aus und so ist es ein wahnsinnig junges Team bei den Crailsheim. Es sind 2 18-Jährige mit im Kader. Die meisten sind so Mitte 20, ein einziger 30-Jähriger ist mit dabei. In good teams, coaches hold the players accountable, all right? In great teams, teammates hold each other accountable, all right? Make sure none of your teammates quits. And if they try to quit, you stop it. You stop it, no matter who it is. We make sure all the guys on the floor, we stay on the same page, all right? This is what we got going for us. This is the thing that we Ja, wir haben Owenburg als ein sehr starker Gegner eingeschätzt. Erfahren, qualitativ hochwertige Spieler, die auch gestandene Spieler sind. Maher Basic, Hobbs, Paulding. They're extremely solid, experienced, physical, skilled. They have basically everything you look for in a basketball team. And for us, the preparation for that game centered on a theme that it's going to be their size and experience against our speed and energy. Jetzt gucken wir erstmal rein in diese Partie. Die Crailsheimer mit Herrera von links nach rechts in den dunklen Jerseys. Mo Stuckey. Stuckey direkt mal aggressiv. Schlechter Pass auf Black. Second pass, two passes, and then Bravo! Also am Anfang sind wir nicht so gut gestartet. Thomas hat auch relativ früh die Auszeit genommen. Thomas Isalo ist extrem angefressen ob der Anfangsphase seiner Mannschaft. One pass, second pass, attack! First 2 minutes, not one offense like we want to play. Ja, nach der Timeout hat es dann Klick gemacht und wir haben viel besser ins Spiel gefunden, viel schneller gespielt, attraktiv gespielt, Pass, Extra Pass, Wurf, irgendwie Slow Pace und mit deren Tempo zu spielen, da hatten wir keine Chance gehabt. Brambley. Da sind die ersten Punkte für die Crailsheimer. Schön gespielt, jetzt haben sie einen offenen Wurf. Wunderbar herausgespielt. Das ist das Crailsheimer Spiel, wie wir es so oft in dieser Saison gesehen haben. Herrera. Frei gespielt. Liam Carpenter. Kovacevic. Brambley. Gut gesehen. Stuckey. Das ist Stuckeys Position. Catch and shoot. Crailsheim bleibt dran. We gotta find a way to create more chaos, okay? You don't have to create an assist, okay? One pass, second pass, boom, attack, and again, if nothing comes up, random ball screen with our spacing, and then we play out of that, okay? Let's go, guys. Zum Halbzeit war eine gute Stimmung in die Kabine. All out, one half, all out, and then we have 3 days off, let's go. Family on 3, 1, 2, 3, family! I don't know about that, Dickie. But I like the idea. Let's go, guys. Let's go. Stuckey, schön gezogen. Black. Stuckey. Stuckey mit 5 Punkten in Folge. Das ist absoluter Wahnsinn, was Crailsheim hier abliefert. Sie sind qualitativ auf so einem anderen Level als die Oldenburger, aber sie spielen mit so wahnsinnig viel Herz, sie spielen als Team zusammen, sie kämpfen, hasseln, sehen wir dauernd irgendjemand auf dem Boden und man sieht auch, wie sie wirklich kaputt sind in jedem Gesicht und Stuckey haut jetzt hier 2 Dreier rein. And the longer the game went, I could sense our guys gaining momentum, gaining confidence, and really starting to believe or know that we can win this game, and that's obviously a very powerful feeling.
Wir haben uns gegenseitig gepusht, wir haben gesehen, ey, wenn wir laufen, kriegen wir was und dann auch hast du die 10–15% noch irgendwo rausgeholt, die du gebraucht hast. Black, klasse Pass. Was ist mit Kovacevic los? Von die Bewegung. Rechts, links, rechts abgeschlossen. Der Dream Shake, ja, da haben mich 1000 Leute angesprochen. Ich wusste, Booth war hinter mir, habe ich halt gedacht, der ist da. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache lieber mal einen Fake. Bin zurückgegangen und dann wieder zurück und am Ende sah das ja relativ gut aus. Anscheinend waren auch im Hotel, hieß es dann irgendwann mal, dass die Leute, weil da waren ja richtig viele für uns, hieß es da, die ganzen Spieler und Fans. Und das alle dann zuerst gemacht haben, als ich nach rechts gegangen bin, das alle gesagt haben, oh nein, warum finish denn nicht? Und dann bin ich in die falsche Richtung und dann so, oh Mann. Und dann habe ich den Move gemacht, da sind alle ausgerastet. Und dann fand ich das relativ witzig. Aber im Spiel habe ich mir ehrlich gesagt nichts gedacht. Also trotzdem guter Move. Crailsheimer stehen defensiv noch immer gut. Jetzt kann Paulding seinen Gegenspieler abschütteln und dann durchstecken. Wembley. So viel Selbstvertrauen bei Dejan Kovacevic. Ich glaube, es war nur am Ende die schweren Würfe von Oldenburg. Das war das Problem. Tada. Tada, wichtiger Dreier für Oldenburg. 2 vor Oldenburg. Denkste! Black mit der Antwort. Führung Crailsheim. And in the end, you have a guy like Ricky Paulding came through at the end, hit the big corner 3 right there and kind of put us into this hurry-up mode. Paulding! Try to open Mo up for the shot, okay? Go for the quick score. Everybody tags up. Remember, we need to win by 5, okay? So we need quick scores, all right? If we don't get it, let's foul it, okay? And go from there, all right? Here we go. Also, die Erinnerung nochmal. Wir gehen für den Quick Score. Basic vergibt beide Freiwürfe. 30 Sekunden haben wir noch. Crailsheimer. Stuckey. Stuckey mit dem Dreier und der Führung für Crailsheim. Und da haben wir halt versucht, das erste Mal, ich hatte sowas noch nie, dass du versuchst, für eine Verlängerung zu spielen und in der Verlängerung die 5 Punkte. Am Ende haben wir, glaube ich, hätten wir es besser spielen können, Verlängerung. Am Ende hätten wir auch einfach gewinnen können. Tada, das ist zu einfach. Aus dem Einwurf heraus die Führung, die schnelle Führung, aber Zeit genug auf der Uhr für die Crailsheimer. Herrera verliert den Ball. Kovacevic will einfach nur das Foul. Und Oldenburg hat den Ball. 2,5 Sekunden vor dem Ende. Geht an die Linie. The last minute, some of those situations, maybe we would do a little bit differently. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und ich finde trotzdem, unsere Jungs haben alles gegeben und ich bin so stolz auf die wir gekämpft haben. Hobbs schmeißt das Ding weg. Und da reicht die Zeit nicht mehr. Das war ganz smart von Hobbs. Und die Crailsheimer werden nicht belohnt für diese klasse Partie, die sie hier gespielt haben. Wie hat es Dejan Kovacevic schön gesagt nach dem letzten Spiel? Es gibt immer 2 Spiele, das Spiel auf dem Parkett und das Spiel, wo es eben darum geht, Einsatz, Bereitschaft, Charakter zu zeigen. Das haben sie heute wieder gewonnen. Aber sie hätten es verdient gehabt, Alex, das Ding auf dem Parkett zu gewinnen. Ja, absolut großes Kompliment an Thomas Isalo und die Crailsheimer. And to put ourselves in this position to compete against this type of team at the end, that's all you really wish for as a coach. Man merkt jetzt nicht so wirklich hier, dass so ein Veteran ist, der dann alle so, sage ich mal, beruhigt. Alle beruhigen sich so selber, alle sind füreinander da und das ist natürlich wirklich cool. Ich meine, zum Beispiel nach dem Spiel nach dem Oldenburg war ich auch sauer, weil ich halt unbedingt mit diesen 5 Punkten gewinnen wollte. Und dann kommen auch zum Beispiel die jungen Spieler und sagen, ja, ist doch jetzt gut und so. At the end of the game, he had 2 more free throws. He missed them and I knew it, like he's gonna be so frustrated because that's his personality. And then yeah, when he came to the locker, I saw him with the head down, and I was like, man, we didn't lose the game because of you. Like, we fought, we did everything what we could. They had luck at the end, so just keep your head up. In the end, the instructions weren't clear enough, okay? And that's on me. I'll let you guys down, okay? I will get better. I will not let you guys down again, all right? That's it.
Aber ich darf mir jetzt nicht drücken, weil sonst sieht es ja jeder, weißt du? Herr Rumig, was ist denn das für eine Brille? Eben kam Rashid Malbašić mit Perücke, jetzt Sie mit dieser Brille. Was ist denn heute los? Ja, das ist irgendeine komische Idee von meiner PR-Abteilung. Und ich muss ja hier alles mitmachen. Also Wischer war ich jetzt noch nicht, aber Fahnenträger und habe jetzt so eine komische Brille auf. Und ich habe einfach eine freudige Nachricht zu übermitteln an die ganze Basketballszene in Deutschland und alle, die mit den Merlins mitfiebern, nämlich ja, dass ich heute verkünden darf, dass Thomas Iserloh und Jonas Iserloh auch künftig weiterhin die Fäden in der Hand haben werden. Aus meiner Sicht, ich bin ein Verfechter der Kontinuität. Und da geht es nicht darum, ob ich jetzt nächstes Jahr noch besser dastehe, tabellarisch oder drei Plätze drunter oder vielleicht sogar absteigen muss. Aber wichtig ist, dass wir auch diese Kultur in einer gewissen Art und Weise auch im Verein festigen. I think we're definitely on the right path. We've been taking steps forward basically every year. Every year, Merlins has been able to improve, and this is a key for a coach. If there was a feeling that we cannot repeat what we did this year, I don't think either of us would like to come back. But we have a feeling that we can be better in every single level. So dass wir Thomas und Jonas weiter an Bord haben mit Marco als Co-Trainer, das ist, glaube ich, die wichtigste Basis, die wir haben. Dass das jetzt wirklich gepasst hat, so auf dem Turnier jetzt hier auch noch, es war natürlich dann auch so ein Highlight, glaube ich, fürs ganze Turnier. Also, one important part for me is the meaning of basketball in Kratzheim. It has a very high meaning. You sense the importance to it, to people, not only the people associated with the club, but the whole region and the whole town. And this is something that also drives the motivation to keep working hard and to keep improving, because you see how much it matters to everybody involved. Thomas ist eine ganz besondere Art von Trainer. He's a special coach, honestly. Also man hört ja sehr, sehr viel Positives über ihn, dass er auch irgendwie ein Players-Coach ist, dass er die richtigen Ansprachen findet. Er kommt bei den Fans unheimlich gut an, er ist wahnsinnig sympathisch und sicherlich einer der Identifikationsfiguren hier. It's not just some guy yelling at you. It's like he truly has your best interest at heart. With that, I think our whole entire team had a relationship with him where we trust him blindly. Mittlerweile kann ich sagen, dass nicht nur ein bisschen ein Mentor, der ist auch, ich finde, ein Freund von mir. Ich glaube, diese Beziehung wird, hoffe ich, immer behalten. It is very important for the club and me personally that Jonas and Thomas decided to stay. From the first moment on, we recognized that we can work very well together, that we can learn from each other. I already knew as a really young kid that I wanted to coach, and it was very clear for me at that point, around when I was about 24, 23, that this is the thing I want to do after basketball, after my playing career has ended. Spots, and then we rotate all 3 spots. Each year I try to look at what type of degrees I can do. I had a really good fortune of playing for some really good coaches. I don't know where this thing will take me. Every year I want to be a little bit better. The game really motivates me. I really want to understand basketball on a deep level. I want to understand coaching better. So those are really the things that are driving me forward. Als klar war, dass Vesa als Co-Trainer halt nicht mehr zur Verfügung stehen wird, dass er zurück nach Finnland geht, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie geht's weiter. Und dann sagte Thomas halt und kam mit dieser Idee auf, dass Jonas dann quasi diese Rolle ausfüllen könnte. Jonas is a great guy. You know, he's has a great basketball mind. You know, and off the court, he's just a fun guy, always telling jokes, always trying to make someone laugh, and always trying to just brighten up the room. You know, I feel like Jonas was the perfect mix into everything we do, because he's able to tell coach the other side. Like, he doesn't care that if him and coach disagree. Like,
Jonas, if Jonas thinks this, Jonas is going to say, this is what I think, I don't give a damn, like this is what it is. Ist natürlich am Anfang überlegst du, macht das Sinn, dann vielleicht noch so einen Finn dann da zu haben, aber er hat uns halt wirklich dann gut und schlüssig eigentlich auch die Stärken von Jonas nahegelegt, dass es sich nämlich ergänzt, dass dann nicht einer kommt, der genauso ist wie er selber, sondern der als Typ so ein bisschen anders ist, der vielleicht ein bisschen offener ist, einfach mal drauf losgeht. As assistant coach, he definitely compliments Thomas a lot. We both felt like we still have work to do. We have unfinished business. So here in Munich, we've had Marco with us, and it's been great help. I mean, he's a brilliant basketball mind and a very good coach, and we split the scouting. At this tournament, my job is based on preparation for every game. Jonas and me share the job. Every second game, other coach is responsible to prepare video analyzing. Other coach is responsible to prepare paper scouting, and I think that it works very well. Ja, wir müssen den Fans noch einen Sieg schenken, oder? Also so, das Beste ist, wenn man so halt die Saison mit dem Sieg beendest, und damit die Fans dann alle positiv sind beim Abschiedstreffen am Mittwoch. Wir haben gesagt als Kollektiv, dass wir trotzdem das letzte Spiel mit 100% spielen wollen. The last game is just as important than any other game that we played this season. Rein theoretisch ist mir egal, ob das von Platz 9, 16, 125 ist. Wenn ich auf das Feld gehe, will ich gewinnen. Bereits zweistellig für Rasta Fechter. Der Floater passt nicht, aber die Arbeit am Offensivbrett ist besser. Ist heute keiner engagiert. Auch hier boxt niemand Ziskowski aus. 11 Offensivrebounds. Crailsheim mit 10 Ballverlusten. Can't even begin to express the disappointment I'm feeling right now. I can't even begin, because we are playing like soft, selfish There's no other term for this, what just happened over there. Was some of the worst fucking basketball I have seen in my fucking life. God damn it, had to live until 37 to see this shit. You want words of encouragement? Man the fuck up! "11 fast break points. Cause we don't feel like running back. 14-second chance. 25 and a half. We all have a choice here. We got 20 minutes left in this season. There is no more season after this game. There's 20 minutes. It's your choice how you approach it. Your choice. That's it. Ja, bisher sieht es danach aus, dass diese Doku über die Saison von Crailsheim kein Happy End haben wird.
my eyes, we had a really positive tournament. You guys gave everything you had. We just didn't have it today anymore. For whatever reason. For whatever reason, those are secondary things, but we didn't have it. It's disappointing, but we gotta move on. It doesn't take away from anything that we did this season. Some of you guys are not gonna play here in the future, and I wanna wish everybody the best of future, wherever that is. Hopefully as many of you as possible decide to stay with us, but I love working with you guys each day. It's been the most rewarding season I've ever had as a coach. I don't have anything else. Seba? I would like to say something. It's tough to say some stuff right now. I'm really proud of this team. I'm really proud to be the captain of this team. We had a bunch of new guys that got in the system and trust in the system and the process and this club. And I'm really happy that it actually worked out. I'm not gonna be a Merlins player next year. And therefore, I want you guys to keep this going, because in my heart, I will always be a Merlin. And I want you guys to keep this going, right? Yeah. Let's go, one last time. One last time. Family on 3, 1, 2, 3. Family! I don't know if you remember when we were meeting for Thanksgiving, and I told you this is going to be a very special season. Thanks for this, for your services. Thanks for this very special roller coaster ride, I will call it. I wish you guys the best. You know, 2 coaches are here, they're pretty good. So if anybody wants to stay, so just let me know. Dieses Kapitel passt auf jeden Fall in die Merlins-Historie. Es gibt keinen einfachen Weg für die Merlins, selbst wenn es gut läuft. Also man muss einfach sagen, nur Corona konnte uns stoppen dieses Jahr. Ansonsten sind wir auf der größten Welle geritten, die man als Surfer sich vorstellen könnte. Die Aufgaben jetzt nach Abreise, erstmal uns bestmöglichst von unseren Fans zu verabschieden, morgen Abend. Vielleicht können wir das jetzt hier mit reinnehmen als Clip. Plan entwickeln für die neue Saison, zusammen mit der Liga. Die Thematik mit Zuschauer, ohne Zuschauer, vielleicht mit ein paar Zuschauern, die wird uns beschäftigen. Zweites Thema, Merlinshalle. Die nächsten Wochen sind auch damit gepflastert, dass wir Gemeinderatssitzungen haben, Vorstellungen von unserem Konzept haben werden. Das sind, sagen wir mal, die Hauptpunkte neben der Spielerrekrutierung, wo ich dann, sagen wir mal, nur am Rande beteiligt sein werde. Jonas und Thomas wollen auch diesen, sage ich mal, jüngeren Stil mit den athletischeren Spielern, mit hungrigen Spielern weiter fortführen. So, was ist dafür wichtig? Ich glaube, wenn man realistisch ist, die Basis müssen ein Teil der deutschen Spieler bilden, die wir jetzt dieses Jahr unter Vertrag hatten. Stuckey mit dem Dreier. Dejan Kovacevic.
So, und das muss das Gefüge sein, wo im Endeffekt dann für die nächstjährigen Zugänge eine Art von Basis gelegt wird, die die Arbeitseinstellung, die uns wirklich dieses Jahr im Training ausgezeichnet hat, dann fortführt. Nochmal zur Klarstellung, wir brauchen kein Happy End. Wir sind kein Theaterstück. Wir schreiben hier nicht die Geschichte sind wir selber und wir füllen es mit Leben. Und das ist das ganz Besondere an unserer Geschichte. Wir werden Abschiede erleben, wir werden Weiterverpflichtungen erleben. Ich weiß, das ist eine harte Zeit für alle. Ich wünsche mir, dass ihr weiterhin mit ganzem Herzen dabei seid. Nur so können wir in der ersten Liga auch tatsächlich bestehen. Wie gesagt, es gibt kein Happy End. Die Geschichte wird weitergeschrieben, der Merlins. Und ihr seid dabei. Filmst du mich schon wieder? Das pure-magic.de wird das Schwierige. I like that. I like that.